Vor allem beim Trainieren hoher Frequenzen, hoher Töne ist es wichtig, dass wir uns im Vorfeld mal Gedanken machen, was will ich denn eigentlich wie trainieren? Also ich will hohe Frequenzen erzeugen, das ist klar. Und jetzt ist eben die Frage, wie mache ich das? Mache ich das durch viel Luft, durch Draufdrücken etc. pp. Oder überlege ich mir einen anderen Weg? Ich kam zu diesem entscheidenden Punkt über das CTS-System, das seht ihr hier liegen. Mit dem trainiert man letztendlich nichts anderes als Luft aus der Mundhöhle in diesen CTS, in dieses Compression Training System zu drücken. Hat man dann eine Skala, kann man messen, okay, alles klar, jetzt bewege ich mich um die Zahl. Man kann es aber auch nachempfinden, indem man sagt, okay, ich drücke mit dem Finger das Mundstück hinten ab, mache meinen Ansatz und jetzt unbedingt nicht aus der Lunge pusten, sondern Luft aus der Mundhöhle drücken. Das heißt, man macht seinen Ansatz, den individuellen, und dann geht man bis zu einem gewissen Punkt und man merkt dann, okay, das ist so eine Schwachstelle, da entweicht gerade eben Luft oder hier oder wo auch immer. Geh immer bis zu dem Punkt und dann ist es in Ordnung. Locker natürlich nicht vergessen. Und dann macht man es gleich wieder. Jetzt hat man es gerade eben gut gehört. Na, und so kannst du trainieren. Der Übertrag aufs Instrument ist eben jetzt wirklich entscheidend, weil letztendlich geht es ja darum, dieses trockene Training aufs Instrument zu übertragen. Das heißt, ich mache den Ansatz wieder gerade eben wie bei dieser Vorübung. Und dann kommen hohe Frequenzen und die versuche ich eben aufrecht zu halten. Das schlackert mal nach unten, das geht auch mal höher, aber versuch den Ton aufrecht zu halten. Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr dünner Ton. Aber aus jedem dünnen Ton wird irgendwann ein größerer, runderer, vollerer Ton. Du lernst auch mit dem Ansatz zu arbeiten. Ne? Dieser lernt standzuhalten, diesen extremen Luftdruck, der gerade eben in unserem Körper entsteht. Und so können wir auch diese Frequenzen erreichen. Also gleich nochmal. Ansatzform. Jawohl, das müsste jetzt irgendwas beim G gewesen sein. Ja, natürlich ist dieses anstrengende Training unglaublich belastend für uns. Das heißt, man macht es nicht permanent. Man macht es mal, um eben zu trainieren. Am besten nach deinen regulären Übeeinheiten. Und dann kannst du dieses Training noch on top setzen. Also dieses erstmal natürlich das Mundstück verstopfen auf der Rückseite, Druck aufbauen mit der Luft aus der Mundhöhle. Bis zu dem Punkt gehen, wo die Luft eben entweicht. Halten und wieder abbauen. Gerne auch lockern, überhaupt kein Problem. Und dann eben Übertrag aufs Instrument, deswegen auch diese Vorübung. Und dann eben versuchen, hohe Frequenzen zu erzeugen. Das machst du 2-3 Mal und dann ist in Ordnung. Du kannst dann noch tiefe Töne spielen, die Lippen lockern und eventuell dann noch Instrumentenpflege machen, aber nicht mehr spielen. Unser Ansatz, unsere Muskulatur, der Druck im Körper. Wir brauchen jetzt Erholungsphasen. Das heißt, wir regenerieren. Also pass auf, wenn du dieses Training machst, stell es immer hinten an und danach eben nichts mehr spielen, Pause machen. Ganz, ganz wichtig, diese Reihenfolge. Also Trockenübung, Übertrag aufs Instrument, 2-3 Mal machen, erledigt. Pause. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Wir sehen uns demnächst zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen und am Ende gerne ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Nico.